Nachdem sie nun einen ersten Eindruck von den massiven Täuschungsaktionen bekommen haben, die am 11. September stattfanden, wird es Zeit, die wahren Täter ausfindig zu machen. Da es sich, wie wir sehen werden, um eine globale, jahrhundertealte Verschwörung handelt, muss ich sehr weit ausholen, um Ihnen das ganze Ausmaß klarzumachen. Die folgenden Aussagen können unmöglich an dieser Stelle substanziiert werden. Das Thema ist einfach zu vielschichtig. Es liegt mir daher fern, Sie überzeugen zu wollen. Ich zeige Ihnen nur eine alternative Sicht der Dinge, ohne große Beweise. Mir ist klar, dass Ihnen das Folgende absolut unglaublich erscheinen muss. Aber sehen Sie selbst. Die größte Geschichte aller Zeiten spielt sich am Sternenhimmel ab. Dem Lauf der Himmelskörper wurde früher größte Aufmerksamkeit geschenkt, begriff man Sonne, Mond, Planeten und Fixsterne doch aus Unwissenheit zunächst als eigenständige Gottheiten. Schnell fanden sich die ersten Astrologen, die versuchten, aus den göttlichen Sternenbewegungen auf das Schicksal der Menschen zu schließen. Natürlich stellte sich bald heraus, dass ihre Vorhersagen in den seltensten Fällen eintrafen. Mit der Entwicklung der Wissenschaft und Mathematik wurden die Himmelskörper von eigenständigen Göttern zu Symbolen für die Schaffenskraft eines nun unsichtbaren Gottes. Einige Astrologen vertieften sich in Mathematik und Geometrie, da sie in bestimmten Zahlenverhältnissen den Geist Gottes, des großen Architekten, erkannt haben wollten. Diese Astrologen glaubten, ihr Gott habe seinen Willen, seinen Plan für die Welt, in verschlüsselter Form durch die Himmelsbewegungen ausgedrückt. Des Weiteren meinten sie in ihrem Wahn, es sei ihnen, die als einzige von der heiligen Geometrie wussten, zugefallen, den Plan Gottes auf Erden umzusetzen. Sie erfanden das astrologische Grundprinzip des wie am Himmel gesehen, so auf der Erde ausgeführt, oder kurz, wie im Himmel, so auf Erden. Das Verhängnisvolle an dieser Philosophie ist, dass die Astrologen nicht nur Gutes im Schilde führten. Denn so wie ihr Architekten Gott Tag und Nacht, Sommer und Winter gemacht hatte, müssten sie, so der Glaube, auch Gutes und Böses gleichermaßen ausführen, um die Welt in der Balance zu halten. Nach Ansicht der Astrologen ruhte das Schicksal der Welt auf ihren Schultern und damit auch auf den notwendigen schlechten Taten. Natürlich werden schlechte Taten, die dem Individuum oder der Allgemeinheit schaden, zurechtgeächtet und die Schuldigen bestraft und möglichst aus der Gesellschaft ferngehalten. Die Astrologen, die Menschenopfer, Kriege und Ähnliches planten, hätten sich schnell den Zorn ihrer Zeitgenossen zugezogen. Also mussten sie im Verborgenen handeln, damit die als dumme, friedfertige Schafsherde angesehene Bevölkerung die von Gott befohlenen, zur Wahrung der Balance ausgeführten abscheulichen Taten nur als Zufall und nicht als Absicht erkennen würde. Die erste Geheimgesellschaft war geboren und damit auch die bis heute laufende Verschwörung. Als erstes begannen die astrologischen Verschwörer damit, die vielen Naturreligionen, die sich verständlicherweise auch auf den Sternenhimmel bezogen, zu wenigen großen, hierarchisch aufgebauten Religionen zusammenzufassen. An die Spitze dieser Religionen setzten sie dann Marionetten, die die Schafe hüten sollten. Und auch ein paar heilige Bücher mit Wundergeschichten mussten geschrieben werden. Dabei orientierten sie sich natürlich an astrologischen Prinzipien, die der breiten Masse aber als echte historische Ereignisse verkauft wurden. Betrachten wir exemplarisch die bekannteste astrologische Figur. Das ist das Kreuz des Tierkreises, eines der ältesten konzeptionellen Bilder der menschlichen Geschichte. Es gibt die Sonne wieder, wie sie bildlich durch die 12 Haupttierkreiszeichen im Laufe eines Jahres wandert. Es zeigt außerdem die 12 Monate des Jahres, die 4 Jahreszeiten, sowie Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen. Der Begriff Tierkreis leitet sich daraus ab, dass die Sternbilder anthropomorphisiert oder personifiziert wurden, als Figuren oder Tiere. In anderen Worten, die frühen Zivilisationen beobachteten die Sonne und die Sterne nicht nur, sie personifizierten sie mit reichhaltigen Mythen, die ihre Bewegungen und Beziehungen zueinander beinhalteten. Die Sonne mit ihren lebensspendenden und bewahrenden Eigenschaften wurde personifiziert als Vertreter des unsichtbaren Schöpfers oder Gott. Gottes Sonne, das Licht der Welt, der Retter der Menschheit. Zusätzlich repräsentierten die 12 Tierkreiszeichen Orte auf der Reise von Gottes Sonne und wurden durch Namen identifiziert, die sich gewöhnlich aus Naturereignissen ableiteten, die in diesem Zeitraum geschahen. Wie zum Beispiel der Wassermann, der den Frühlingsregen bringt.
Das ist Horus. Er ist der Sonnengott Ägyptens um etwa 3000 vor Christus. Er ist die personifizierte Sonne und sein Leben eine Reihe allegorischer Mythen, die sich auf den Verlauf der Sonne am Himmel beziehen. Aus antiken ägyptischen Hieroglyphen weiß man heute viel über diesen Sonnenmessias. So hatte Horus, der die Sonne bzw. das Licht war, beispielsweise einen Feind, bekannt als Set. Und Set war die Personifizierung der Finsternis oder der Nacht. Und metaphorisch gesprochen gewann Horus den Kampf gegen Set jeden Morgen, während Set ihn abends besiegte und in die Unterwelt schickte. Es ist wichtig festzuhalten, dass Finsternis gegen Licht oder Gut gegen Böse eine der allgegenwärtigsten mythologischen jemals bekannten Dualitäten sind, welche sich bis heute auf vielen Ebenen ausdrücken. Deutlich ausgedrückt ist die Geschichte Horus wie folgt. Horus wurde am 25. Dezember geboren von der Jungfrau Isis. Seine Geburt wurde von einem Stern im Osten begleitet, welchem seinerseits 3 Könige folgten, um den neugeborenen Retter zu finden und zu beschenken. Mit 12 Jahren war er ein freigebiger Lehrer. Mit 30 Jahren wurde er getauft von einer Figur namens Anubis und begann so sein geistliches Amt. Horus hatte 12 Jünger, mit welchen er umherreiste und Wunder vollbrachte, wie etwa Kranke zu heilen oder auf dem Wasser zu laufen. Horus hatte viele Namen, wie etwa die Wahrheit, das Licht, Gottes gesalbter Sohn, der gute Hirte, das Lamm Gottes und viele andere mehr. Nachdem er von Typhon verraten wurde, wurde Horus gekreuzigt, für 3 Tage begraben und ist dann wieder auferstanden. Diese Attribute von Horus, ob sie bei ihm den Ursprung haben oder nicht, scheinen viele Kulturen der Welt durchdrungen zu haben, denn es lassen sich viele Götter finden, die dieselbe mythologische Struktur besitzen. Attis von Phrygien wurde von der Jungfrau Nana am 25. Dezember geboren, wurde gekreuzigt, für 3 Tage in ein Grab gelegt und ist danach wieder auferstanden. Krishna von Indien wurde von der Jungfrau Devaki geboren und ein Stern im Osten verkündete seine Ankunft. Er vollbrachte Wunder mit seinen Jüngern und ist nach seinem Tod wieder auferstanden. Dionysus von Griechenland wurde am 25. Dezember von einer Jungfrau geboren, war ein reisender Lehrer, der Wunder vollbrachte, wie etwa das Wasser in Wein verwandeln. Er wurde bezeichnet als der König der Könige, Gottes einzig in die Welt gesetzter Sohn, das Alpha und Omega und viele andere mehr. Und nach seinem Tod ist er wieder auferstanden. Mitra von Persien wurde am 25. Dezember von einer Jungfrau geboren. Er hatte 12 Jünger und verbrachte Wunder. Nach seinem Tod wurde er für 3 Tage begraben und ist danach wieder auferstanden. Auch er wurde bezeichnet als die Wahrheit, das Licht und viele andere mehr. Interessanterweise war der heilige Tag für den Mitra-Gottesdienst Sonntag. Tatsächlich gibt es zahlreiche Retter verschiedener Zeiten und aus allen Teilen der Welt, die alle diese grundsätzlichen Eigenschaften aufweisen. Die Frage bleibt, warum diese Eigenschaften? Warum die Geburt durch eine Jungfrau am 25. Dezember? Warum der Tod für 3 Tage und die zwangsläufige Wiederauferstehung? Warum 12 Jünger? Um das herauszufinden, sollten wir den letzten Sonnenmessias betrachten. Jesus Christus wurde von der Jungfrau Maria am 25. Dezember in Bethlehem geboren. Seine Geburt wurde von einem Stern im Osten angekündigt, welchem 3 Könige oder Weise folgten, um den neugeborenen Retter zu finden und zu beschenken. Er war ein Lehrer mit 12 und mit 30 wurde er von Johannes dem Täufer getauft und begann damit sein geistliches Amt. Jesus hatte 12 Jünger, mit denen er umherreiste und Wunder vollbrachte, wie Kranke heilen, übers Wasser gehen, Tote wiederzubeleben. Er war außerdem bekannt als der König der Könige, der Sohn Gottes, das Licht der Welt, das Alpha und Omega, das Lamm Gottes und viele andere mehr. Nachdem er von seinem Jünger Judas für 30 Stücke Silber verraten wurde, wurde er gekreuzigt, in ein Grab gelegt und nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden und wurde in den Himmel gesandt. Als erstes, der Geburtsvorgang ist komplett astrologischen Ursprungs. Der Stern im Osten ist Sirius, der hellste Stern am Nachthimmel, welcher am 24. Dezember zusammen mit den 3 hellsten Sternen des Gürtels des Orion eine Linie bildet. Diese 3 Sterne werden noch heute so genannt, wie sie in der Antike genannt wurden, die 3 Könige. Und die 3 Könige, zusammen mit dem hellsten Stern am Nachthimmel Sirius, zeigen auf den Punkt des Sonnenaufgangs am 25. Dezember. Deshalb folgen die 3 Könige dem Stern im Osten, um den Ort des Sonnenaufgangs zu finden. Die Geburt der Sonne. Die Jungfrau Maria ist das Sternbild Jungfrau. Das antike Schriftzeichen der Jungfrau ist ein verändertes M, deshalb beginnt Maria sowie andere Jungfrauenmütter, etwa Adonis Mutter Myra oder Buddhas Mutter Maya, mit einem M.
Das Sternbild Jungfrau wird auch als das Haus des Brotes bezeichnet. Und die Repräsentation dafür ist eine Jungfrau, die ein Bündel Weizen hält. Das Haus des Brotes und das Symbol des Weizens repräsentieren August und September, die Zeit der Ernte. Bethlehem wiederum wird tatsächlich wörtlich übersetzt als Haus des Brotes. Bethlehem ist dementsprechend die Bezugnahme auf das Sternbild Jungfrau, ein Ort am Himmel, nicht auf der Erde. Es gibt ein weiteres sehr interessantes Phänomen, das sich am 25. Dezember bzw. der Wintersonnenwende ereignet. Von der Sommer- zur Wintersonnenwende werden die Tage kürzer und kälter. Und aus Sicht der nördlichen Hemisphäre scheint sich die Sonne nach Süden zu bewegen und wird dabei kleiner und scheint seltener. Das Kürzerwerden der Tage und das Ende der Ernte auf dem Weg zur Wintersonnenwende symbolisierten für die antiken Völker den Tod. Es war der Tod der Sonne. Am 22. Dezember ist das Ableben der Sonne vollständig erreicht. Die Sonne war 6 Monate lang stetig nach Süden gewandert und hat nun ihren niedrigsten Punkt am Himmel erreicht. Hier passiert dann Folgendes. Die Sonne hört auf, sich nach Süden zu bewegen, für mindestens 3 Tage. Innerhalb dieser 3 Tagespause befindet sich die Sonne in der Nähe des Sternbildes Kreuz des Südens oder Krux. Nach dieser Phase, am 25. Dezember, bewegt sich die Sonne um 1 Grad, diesmal nach Norden, und lässt damit längere Tage, Wärme und Frühling vorausahnen. Und deshalb wurde gesagt, die Sonne starb am Kreuz, war für 3 Tage tot und ist danach wieder auferstanden bzw. wiederbelebt worden. Deshalb teilen sich Jesus und zahlreiche andere Sonnengötter das Kreuzigung, 3 Tage Tod und Wiederauferstehungskonzept. Es ist die Übergangsphase der Sonne, bevor sie die Richtung ändert, zurück in die nördliche Hemisphäre, um Frühling und damit Erlösung zu bringen. Gefeiert wurde die Wiederauferstehung der Sonne allerdings nicht bis zur Frühlingstag- und Nachtgleiche oder Ostern. Das ist, weil mit der Frühlingstag- und Nachtgleiche die Sonne offiziell die böse Dunkelheit überwältigt hat. Denn der Tag wird ab diesem Zeitpunkt länger als die Nacht, womit die wiederbelebenden Frühlingsbedingungen beginnen. Die wahrscheinlich offensichtlichste astrologische Symbolik rund um Jesus betrifft die 12 Jünger. Sie sind schlicht die 12 Sternzeichen des Tierkreises, mit welchen Jesus, der die Sonne ist, umherreist. Tatsache ist, dass die Nummer 12 mehrfach in der Bibel wiederholt wird. Dieser Text hat mehr mit Astrologie zu tun als mit irgendetwas anderem. Kommen wir auf das Tierkreiskreuz zurück, das figurative Leben der Sonne. Das hier war nicht nur ein künstlerischer Ausdruck oder ein Werkzeug, um die Bewegung der Sonne zu verfolgen, sondern außerdem ein heidnisches, spirituelles Symbol, dessen Kurzversion so aussieht. Das ist kein Symbol des Christentums. Es ist eine heidnische Version des Tierkreiskreuzes. Deshalb wird Jesus in früher okkultischer Kunst immer mit dem Kopf auf dem Kreuz gezeigt, denn Jesus ist die Sonne Gottes, das Licht der Welt, der aufgestiegene Retter, der wiederkommen wird. Und das tut sie auch, jeden Morgen. Die Herrlichkeit Gottes, die vor dem Werke der Finsternis schützt. Und er wird wiedergeboren, jeden Morgen. Alle sehen dann, wie er in den Wolken des Himmels kommt, oben im Himmel, mit seiner Dornenkrone oder Sonnenstrahlen. Von den vielen astrologischen, astronomischen Metaphern in der Bibel hat eine der wichtigsten mit dem Zeitalter zu tun. Überall in den Heiligen Schriften gibt es zahlreiche Bezugnahmen auf Zeit bzw. Ära. Um das zu verstehen, müssen wir uns mit einem Phänomen vertraut machen, das Präzession der Tag- und Nachtgleichen heißt. Die alten Ägypter, wie auch andere lange vor ihnen, erkannten, dass etwa alle 2150 Jahre der Sonnenaufgang am Morgen der Frühjahrs-Tag- und Nachtgleiche sich in einem anderen Tierkreiszeichen ereignet. Das hat mit einem langsamen Eiern der Erdachse zu tun, während sich die Erde um die eigene Achse dreht. Es nennt sich Präzession, weil die Sternbilder in umgekehrter Reihenfolge zum normalen Jahresverlauf durchlaufen werden. Die Zeit, die vergeht, bis die Präzession durch alle 12 Sternbilder gegangen ist, beträgt etwa 25.765 Jahre. Und es wird auch das große Jahr genannt.
Antike Gesellschaften waren sich dessen voll bewusst und sie bezogen sich auf jede der 2150 Jahre andauernden Perioden als eine Ära. Von 4300 v. Chr. bis 2150 v. Chr. war es die Ära von Taurus, dem Stier. Von 2150 v. Chr. bis 1 nach Christus war es die Ära von Aries, dem Widder. Und von 1 nach Christus bis 2150 nach Christus ist es die Ära der Fische, in welcher wir uns noch heute befinden. Um 2150 werden wir die neue Ära beginnen, die Ära des Wassermanns. Die Bibel gibt deutlich die symbolische Bewegung durch 3 Ähren wieder, während eine 4. angedeutet wird. Im Alten Testament steigt Moses vom Berg Sinai mit den 10 Geboten herunter. Er ist erzürnt darüber, dass sein Volk ein goldenes Kalb verehrt. Er zerschmettert die Steintafeln und fordert sein Volk dazu auf, sich gegenseitig umzubringen, um sich selbst zu läutern. Die meisten Bibelgelehrten werden diesen Zorn dem Fakt zuschreiben, dass die Israeliten ein falsches Götzenbild verehrten oder etwas in dieser Art. Die Realität ist, das goldene Kalb ist Taurus, der Stier. Und Moses repräsentiert die neue Ära von Aries, dem Widder. Deshalb blasen Juden noch heute das Widderhorn Schofar. Moses repräsentiert die neue Ära von Aries. Und mit der neuen Ära muss jeder die alte Ära ablegen. Bei anderen Gottheiten sind diese Übergänge auch zu finden. Wie etwa bei Mitra, eine vorchristliche Gottheit, die den Stier tötet. Die Symbolik dabei ist dieselbe. Jesus ist die Figur, die der Ära nach Aries zuzurechnen ist, der Ära der 2 Fische. Fischsymbolismus ist sehr häufig im Neuen Testament anzutreffen. Jesus versorgt 5000 Menschen mit Brot und 2 Fischen. Als Jesus sein geistliches Amt beginnt, freundet er sich mit 2 Fischern an, die ihm daraufhin folgen. Und wahrscheinlich haben wir alle schon mal den Jesusfisch am Heck von Autos gesehen. Leider wissen die Leute kaum, wofür dieser Fisch tatsächlich steht. Es ist heidnische, astrologische Symbolik für das Sonnenkönigreich in der Ära der Fische. Jesus' vermeintlicher Geburtstag ist in Wirklichkeit der Start dieser Ära. Im Lukas-Evangelium Kapitel 22,10 wird Jesus von seinen Jüngern gefragt, wo das nächste Pessachfest stattfinden soll, wenn er weg ist. Jesus antwortet: Siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht. Dieser Absatz ist mit Abstand eine der deutlichsten aller Bezugnahmen auf die Astrologie. Der Mensch, der einen Wasserkrug trägt, ist Aquarius, der Wassermann, der immer als ein Mann dargestellt wird, der einen Wasserkrug entleert. Er repräsentiert die Ära nach den Fischen. Und wenn die Sonne, Gottes Sohn, die Ära der Fische verlässt, wird sie in das Haus des Wassermanns gehen, denn Wassermann folgt auf Fische in der Präzession der Tag- und Nachtgleichen. Alles, was Jesus damit sagt, ist, dass nach der Ära der Fische die Ära des Wassermanns beginnen wird. Wir haben alle schon mal von der Endzeit oder dem Ende der Welt gehört. Neben den Beschreibungen im Buch der Offenbarung gründet sich diese Idee vor allem auf Matthäus Kapitel 28,20, wo Jesus sagt: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Jedoch ist Welt aus der King James Bibel eine Fehlbesetzung, neben vielen anderen. Das eigentlich verwendete Wort ist Äon, was Ära bedeutet. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Ära. Was stimmt? Jesus' Sonnenrepräsentation in der Ära der Fische wird enden, sobald die Sonne in die neue Ära des Aquarius eintritt. Das gesamte Endzeit- und Ende der Welt-Konzept ist eine fehlinterpretierte astrologische Allegorie. Lasst uns das den schätzungsweise 100 Millionen Amerikanern sagen, die glauben, das Ende der Welt stünde bevor. Weiterhin ist die Figur Jesus als literarisch-astrologische Mischung eindeutig eine Nachahmung des ägyptischen Sonnengottes Horus. Beispielsweise sind etwa vor 3500 Jahren auf den Wänden des Tempels von Luxor in Ägypten Bilder eingraviert der Verkündung, der unbefleckten Empfängnis, der Geburt und der Verehrung von Horus. Die Bilder beginnen mit Tod, der Jungfrau Isis verkündet, dass sie Horus empfangen wird. Dann wird die Jungfrau vom Heiligen Geist des Osiris geschwängert. Und schließlich die jungfräuliche Geburt und die Verehrung. Das ist exakt die Geschichte der wundersamen Empfängnis von Jesus. Tatsache ist, dass die literarischen Ähnlichkeiten der ägyptischen und der christlichen Religion erschütternd sind.
Und die Nachahmungen gehen weiter. Die Geschichte von Noah und der Arche Noah ist direkt aus Überlieferungen entnommen. Das Konzept der großen Flut ist mit über 200 zitierten Behauptungen verschiedener Zeiten allgegenwärtig in der Antike. Obwohl man nicht weiter nach einer vorchristlichen Quelle suchen muss, als dem Gilgamesch-Epos, das um etwa 2600 vor Christus geschrieben wurde. Diese fiktive Geschichte erzählt von einer großen Flut, die durch Gott befohlen wurde. Auf einer Arche würden Tiere gerettet werden und selbst das Aussenden und Zurückkehren einer Taube ist enthalten. Unter vielen anderen sind das alles Gemeinsamkeiten mit der biblischen Geschichte. Und dann ist da die nachgeahmte Geschichte von Moses. Nach der Geburt Mose wurde er in einem Weidenkorb auf einem Fluss ausgesetzt, um dem Kindesmord zu entgehen. Er wurde später von einer königlichen Tochter aufgefunden und von ihr zum Prinz herangezogen. Diese Baby-im-Korb-Geschichte wurde direkt einem Mythos des Sargon von Akkad entnommen, von um 2150 vor Christus. Sargon wurde geboren, in einem Weidenkorb auf einem Fluss ausgesetzt, um Kindesmord zu entgehen. Er wurde wiederum von Aki gerettet und aufgezogen, einer königlichen Hebamme. Außerdem ist Moses auch bekannt als der Gesetzgeber, der Geber der 10 Gebote, der Gesetze Mose. Allerdings ist die Idee von Gesetzen, die von Gott an einen Propheten auf einem Berg gereicht werden, ebenfalls ein sehr altes Motiv. Moses ist schlicht ein Gesetzgeber auf einer langen Liste von Gesetzgebern der mythologischen Geschichte. In Indien war Manu der große Gesetzgeber. In Griechenland wurde Minos auf den Berg Dikta gesandt, auf welchem ihm Zeus die heiligen Gesetze gab, während es in Ägypten Mises war, der Steintafeln trug, auf welchen die Gesetze Gottes geschrieben waren. Manu, Minos, Mises, Moses. Und was die 10 Gebote betrifft, die sind vollständig aus Spruch 1,25 des ägyptischen Totenbuchs entnommen. Was im Totenbuch "Ich habe nicht gestohlen" ist, wurde "Du sollst nicht stehlen". Ich habe nicht gemordet, wurde "Du sollst nicht morden". Ich habe nicht gelogen, wurde "Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen". Und so weiter. Tatsache ist, dass die ägyptische Religion wahrscheinlich die primäre, fundamentale Grundlage der christlich-jüdischen Theologie ist. Taufe, Leben nach dem Tod, jüngstes Gericht, jungfräuliche Geburt, Tod und Wiederauferstehung, Kreuzigung, die Bundeslade, Beschneidung, Retter, Heilige Kommunion, große Flut, Ostern, Weihnachten, Pessach und viele, viele andere sind alles Attribute ägyptischer Ideen, die dem Christen- und Judentum deutlich vorausgehen. Justinus der Märtyrer, einer der ersten christlichen Historiker und Verteidiger, schrieb: Wenn wir sagen, dass er, Jesus Christus, unser Lehrer, ohne sexuelle Vereinigung produziert wurde, gekreuzigt wurde, starb und wieder auferstand und in den Himmel gesandt wurde, dann liegt uns nichts anderes vor, als was von den Söhnen des Jupiters angenommen wird. In einem anderen Text schreibt Justinus der Märtyrer: Er ward durch eine Jungfrau geboren, nehmt dies an in Gemeinsamkeit mit Perseus. Es ist offensichtlich, dass Justinus der Märtyrer und andere Christen wussten, wie ähnlich das Christentum den heidnischen Religionen war. Allerdings hatte Justinus eine Lösung. Soweit es ihn betraf, der Teufel war's. Der Teufel hatte die Vorsehung von Christi Geburt und schuf dessen Eigenschaften bereits im Vorhinein in der heidnischen Welt. Die Bibel ist nichts anderes als eine astrotheologische literarische Mischung, genauso wie beinahe alle religiösen Mythen davor. Tatsache ist, dass die Erscheinung der Übertragung von Eigenschaften einer Figur auf eine andere sich sogar im Buch selbst finden lässt. Im Alten Testament gibt es die Geschichte von Josef. Josef war der Prototyp für Jesus. Josef wurde durch eine Wundergeburt geboren, Jesus wurde durch eine Wundergeburt geboren. Josef hatte 12 Brüder. Jesus hatte 12 Jünger. Josef wurde für 20 Silbermünzen verraten. Jesus wurde für 30 Silbermünzen verraten. Bruder Judah schlägt den Verrat Josefs vor, Jünger Judas schlägt den Verrat Jesus vor. Josef begann seine Arbeit im Alter von 30, Jesus begann seine Arbeit im Alter von 30. Die Parallelen sind endlos. Wir wollen nicht boshaft sein, sondern sachlich. Wir wollen niemandes Gefühle verletzen, sondern wir wollen akademisch korrekt sein bezüglich dem, was wir wissen, das wahr ist. Jesus ist also, genau wie alle anderen wichtigen Figuren in der Bibel, nur eine astrologische Fiktion.
verweilen wir noch ein wenig bei der Bibel, um den Sprung von den gefälschten Religionen zu einer weiteren riesigen Täuschung zu schaffen. Im Folgenden beziehe ich mich besonders auf die Arbeit des russischen Mathematikers Dr. Anatoly Fomenko. Wann wurde die Bibel geschrieben? Vielleicht vor knapp 2000 Jahren? Vielleicht auch nicht. Das letzte Buch der Bibel ist die Offenbarung des Johannes, welche die Darstellung der Apokalypse enthält. Obwohl die Offenbarung heute am Ende der Bibel steht, gibt es gute Gründe anzunehmen, dass sie ursprünglich eines der ersten Bücher der Bibel war, wie es zum Beispiel Bibelforscher wie Bauer oder Kowalew behaupteten. Da wir nun von den astrologischen Ursprüngen der biblischen Geschichten wissen, wird es nicht überraschen, dass die Offenbarung ein detailliertes Horoskop enthält. Ein Horoskop besteht aus den Positionen von Sonne, Mond und den 5 damals bekannten Planeten in Relation zu den Tierkreiszeichen, also zum Beispiel Sonne in Jungfrau, Merkur in Löwe und so weiter. Ein vollständiges Horoskop kann als Datumsangabe dienen, besonders dann, wenn man den Ort kennt, von dem aus der Himmel beobachtet wurde. Glücklicherweise liefert die Offenbarung sowohl ein vollständiges Horoskop als auch den Beobachtungsort. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 9. Ich, Johannes, war auf der Insel, die Patmos heißt. Patmos ist eine Insel der griechischen Sporaden. Von dort aus beobachtete der Astrologe den Himmel und erstellte das Horoskop. Er schrieb unter anderem, Offenbarung, Kapitel 6, Vers 2. Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben. Das weiße Pferd ist der Planet Jupiter, der oberste aller Planeten. Daher wird dem Reiter eine Krone gegeben. Der Reiter selbst trägt einen Bogen und symbolisiert damit das Sternzeichen Schütze. Jupiter ist also in Schütze. Weiter heißt es im Text. Offenbarung, Kapitel 6, Vers 5. Und ich sah, und siehe, ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Das schwarze Pferd ist der Merkur, der dunkelste der 5 damals bekannten Planeten. Er befindet sich laut Autor im Sternzeichen Waage. Und als letztes Beispiel. Offenbarung, Kapitel 12, Vers 1. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau, mit der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Die Frau ist das Sternzeichen Jungfrau, in dem sich die Sonne befindet. Der Mond ist direkt unterhalb der Jungfrau. Die Krone von 12 Sternen ist übrigens das Sternzeichen Coma Berenices, direkt über der Jungfrau. Es besteht aus 12 hellen Sternen. Durch diese Art der Interpretation erhält man ein vollständiges Horoskop und, durch Computerberechnungen, schließlich auch den genauen Zeitpunkt, an dem diese Beobachtungen von Patmos aus gemacht werden konnten. Das Ergebnis ist eindeutig. Die Offenbarung des Johannes wurde am 1. Oktober 1486 geschrieben. Dieses späte Datum passt übrigens auch sehr gut zu der bekannten Tatsache, dass man damals allgemein annahm, das Jahr 1492 könnte das Ende der Welt markieren. Die mögliche Apokalypse war also 1486 sehr nah. In dieser Hinsicht ist es auch kein Zufall, dass Juan Colón, alias Christopher Columbus, in jenem Jahr Amerika entdeckt haben soll. Und 1492 war zum Beispiel auch das Jahr, in dem die spanische Krone alle Juden aus Spanien verbannt haben soll. Das hört sich doch verdächtig nach dem alttestamentarischen Exodus an. Wir halten somit fest, dass die Bibel eine astrologische Schrift ist, deren Teil im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert in Europa geschrieben wurden. Das bedeutet auch, dass die gesamte Geschichte des Nahen Ostens eine reine Erfindung ist. Fomenko meint dazu: Die historischen Überreste aus biblischen Zeiten, die heute den Touristen gezeigt werden, wie zum Beispiel die Klagemauer, halten aufgrund der kompletten Abwesenheit historischer und archäologischer Beweise nicht mal der geringsten wissenschaftlichen Kritik stand. Damit lassen wir die Bibel hinter uns und wenden uns kurz der altägyptischen Hochkultur zu. Wenn Sie das Wort Pharaonen hören, werden Sie wahrscheinlich Zeiträume von vielen tausend Jahren im Kopf haben. Aber das ist ebenso falsch wie der Glaube, das Turiner Grabtuch zeige das Konterfei Jesu. Viele ägyptische Tempel zeigen Ansammlungen von Hieroglyphen, die sehr den mittelalterlichen Sternenkarten gleichen.
Und tatsächlich handelt es sich dabei um Horoskope, die datiert werden können. Ein repräsentatives Horoskop findet sich zum Beispiel im Dendera-Tempel. Und auch hier gibt es nur eine einzige passende astronomische Lösung. Der Tempel wurde zwischen dem 13. März und 9. April 1185 verziert. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass er viel älter als diese knapp 1000 Jahre ist. Man könnte das Horoskop im Dendera-Tempel für eine spätere Arbeit halten, aber Technik und Stil der Darstellungen stimmen mit anderen ägyptischen Bildnissen überein. Im Dendera-Tempel selbst findet sich ein weiteres größeres Horoskop. Es kann ebenfalls datiert werden. Weitere Tempel, die datierbare Horoskope enthalten. Ich nehme an, Sie werden noch nie davon gehört haben, dass die ägyptischen Tempel Horoskope enthalten. Das liegt vor allem daran, dass die prominenten Ägyptologen alles daran setzen, diese Tatsache zu vertuschen, um damit eine mögliche Datierung zu verhindern. Fomenko schreibt: Wie sich herausstellte, ist es eine extrem schwierige Aufgabe, gute Fotos selbst von berühmten ägyptischen Tierkreisen zu bekommen. Man kann kaum den Eindruck vermeiden, dass die Spezialisten in ägyptischer Geschichte versuchen, diese Beweise, die ihrer Version der ägyptischen Chronologie widersprechen könnten, zu verbergen. Wir sehen somit, dass die ältesten bekannten ägyptischen Wandmalereien aus dem 12. Jahrhundert stammen. Sie sind also gerade mal 900 Jahre alt. Das gleiche gilt auch für die Pyramiden. Sie wurden vor weniger als 1000 Jahren nach astrologischen Gesichtspunkten errichtet und dienten den ersten Geheimgesellschaften als Kultstätte. Auch wurden nicht Tausende von Sklaven eingesetzt, um die tonnenschweren Blöcke kilometerweit durch die Wüste zu schleppen. Die Steine wurden an Ort und Stelle gegossen. Es handelt sich dabei um eine Frühform von Beton. Deshalb passen die Steine perfekt aneinander. Ich empfehle Ihnen die Arbeit des Historikers Dr. Eugen Gabowitsch. Kurz zur Sphinx. Sie gilt als äußerst mysteriöses Symbol. Die tollsten Theorien ranken sich darum, was sie darstellen soll. Die Sache ist jedoch sehr einfach, sie besteht aus einem Löwenkörper und einem weiblichen Gesicht und repräsentiert damit das altägyptische Jahr, das im Sternzeichen Jungfrau beginnt und im Sternzeichen Löwe endet. Die rapide auseinanderfallende Sphinx zeigt auch deutlich, wie anfällig diese Strukturen für die Witterungsverhältnisse in der Wüste sind, wo die kleinen Sandkörner, die der Wind transportiert, wie Schmiergelpapier wirken. Diese Bauwerke haben eine unheimlich hohe natürliche Zerstörungsrate und können ohne ständige Erneuerung nur wenige 100 Jahre überdauern. Und weiter geht es auf unserem wilden Ritt durch die Geschichtsfälschung. Neben der astronomischen Methode zur Datierung von Wandmalereien und Bibeltexten benutzt Fomenko eine mathematisch-statistische Methode, mit der er die Regierungszeiten antiker Herrscher vergleicht. Sehen wir uns einige Ergebnisse an. Hier ist ein Vergleich der Herrscher und ihrer Regierungszeiten im 2. und 3. Römischen Reich.
Beide Epochen zeichnen sich durch die gleiche Anzahl an Herrschern, mit beinahe identischen Regierungszeiten aus. Der durchschnittliche Zeitunterschied liegt bei 333 Jahren. Nur ein Zufall? Nehmen wir ein weiteres Beispiel. Das biblische Königreich Judäa und das Oströmische Reich. Wieder sind die Regierungszeiten der Herrscher praktisch identisch. Der Zeitunterschied beträgt im Mittel 1260 Jahre. Anglia und das Byzantinische Reich zur ungefähr gleichen Zeit. Und als letztes Beispiel, das Russische Reich und die Habsburger Dynastie. Es existieren Dutzende weitere Duplikate in der offiziellen Geschichtsschreibung. Der Historiker Clarence Darrow meint dazu, die Geschichte wiederholt sich, das ist eine der Sachen, die an der Geschichte falsch sind. Tatsächlich wissen wir nichts über die Ereignisse, die weiter als etwa 1000 Jahre zurückliegen. Wie die künstlich verlängerte Geschichte erstellt wurde, möchte ich an zwei Beispielen verdeutlichen. Der Name des berühmten griechischen Philosophen Platon ist Ihnen sicherlich ein Begriff. Platon soll von 428 bis 347 v. Chr. gelebt haben. Obwohl er zu Lebzeiten sehr berühmt gewesen sein soll, verschwanden seine Schriften und Lehren, laut offizieller Geschichtsschreibung, für mehrere Jahrhunderte komplett von der Weltbühne. Wiederbelebt wurden sie erst im 3. Jahrhundert nach Christus vom Neoplatoniker Plotin. Beachten Sie, dass die Namen Platon und Plotin praktisch identisch sind. Und auch mit Plotins Schriften, die Kopien von Platons Schriften gewesen sein sollen, passiert Gleiches. Plotin stirbt und mit ihm seine Ideen. Im 15. Jahrhundert, 1200 Jahre nach Plotin, taucht ein Gemistopleton auf. Der Name Gemisto stammt vom lateinischen Wort geminus ab, was Zwilling oder Ebenbild bedeutet. Und genau das ist Pleton, das Ebenbild Platons. Die bis heute erhaltenen Manuskripte Platons tauchen zum ersten Mal im 15. Jahrhundert auf, zur Zeit Pletons. Das liegt daran, dass Pleton, oder jemand, der unter diesem Pseudonym schrieb, der wahre Urheber der Schriften Platons war. Pleton lebte und wirkte in Florenz, dem damaligen kulturellen Zentrum Italiens. Diese von den Strozzi und Medici beherrschte Stadt ist der Ursprungsort für annähernd die gesamte erfundene griechische Geschichte. Die Strozzi und Medici sind übrigens zwei Familien, die durchaus zu den astrologischen Verschwörern gerechnet werden können. Sie unterhielten Schriftsteller, die unter falschen Namen Werke schrieben, die dann als antike Manuskripte angepriesen wurden. Ein weiteres berühmtes Beispiel ist der Almagest von Claudius Ptolemäus. Dieser gilt als größter Astronom der Antike und wir wissen über das geozentrische Weltbild der Griechen und Römer Detailliertes nur aus seinem Werk, das um 140 nach Christus geschrieben worden sein soll.
Der amerikanische Astrophysiker Robert Newton untersuchte die astronomischen Darstellungen im Almagest auf ihre Stichhaltigkeit und fand heraus, dass die Beobachtungen Ptolemäus unmöglich vor dem 12. Jahrhundert gemacht werden konnten. Die früheste bekannte Ausgabe des Almagest stammt aus dem Jahr 1609. Wir haben hier somit die gleiche Situation wie mit Platons Schriften. Sie verschwinden für weit über 1000 Jahre spurlos und tauchen plötzlich im 15. bis 17. Jahrhundert als Neuausgaben auf, ohne dass jemand freilich die antiken Originale zu sehen bekommen hätte. Robert Newton schrieb: Ptolemäus ist auf keinen Fall der größte Astronom der Antike, sondern der erfolgreichste Betrüger in der Geschichte der Wissenschaft. Die Wahrheit ist, dass all die antiken Werke in der Renaissance geschrieben wurden. Diese ist keine Wiedergeburt der Antike, wie die Bezeichnung nahelegt, sondern die eigentliche Naissance der Zivilisation. Die überlieferten Dokumente wurden vom 14. bis 17. Jahrhundert gefälscht und dann von Chronologen wie Scaliger und Petavius zur heute behaupteten antiken Geschichte zusammengefasst. Dr. Gabowitsch schreibt: Historische Ereignisse, die vor dem 13. Jahrhundert stattfanden, können nicht mehr rekonstruiert werden, da alle älteren Dokumente zerstört und durch Fälschungen ersetzt worden sind. Der russische Soziologe und Schriftsteller Professor Alexander Zinoviev meint sogar, die gesamte Geschichte der Menschheit bis zum 17. Jahrhundert ist eine Fälschung von globalen Ausmaßen, eine Fälschung so absichtlich wie sie universal ist. Aufgrund der angestrebten Kürze der Darstellung kann nicht ausführlich auf dieses interessante Thema eingegangen werden. Hier sind lediglich einige der vielen Tatsachen, die beispielhaft für die Probleme der Geschichtsschreibung sind. Die Grundlage für die Errichtung eines Weltreichs wie das angebliche Römische Reich ist erst einmal die genaue Kenntnis des Territoriums. Es werden präzise Karten benötigt, um Handel und Kommunikation überhaupt zu ermöglichen. Was wir jedoch finden, ist, dass die ersten bekannten Karten, die aus dem 15. Jahrhundert stammen, kaum diese Bezeichnung verdienen. Es sind ausnahmslos krude Skizzen, die an Kindermalereien erinnern. Eine Orientierung an diesen primitiven Karten ist unmöglich. Wir hätten zum Beispiel die angeblichen Kreuzfahrer, die aus ganz Europa zusammengezogen worden sein sollen, das tausende Kilometer entfernte Jerusalem mit solchen Karten finden sollen, das Jerusalem, welches zu jener Zeit sowieso noch gar nicht existierte. Erst im Laufe der Zeit entwickelten sich genauere Karten und dieser Fortschritt ging einher mit den Fortschritten in praktisch allen wissenschaftlichen und technischen Bereichen. All das beginnt erst mit der Renaissance. Der russische Schachweltmeister und engagierte Historiker Dr. Garry Kasparow schrieb: Die ersten Karten erschienen etwa im 15. Jahrhundert, aber diese Karten waren von solcher Art, dass man sie besser nicht ansah, denn wenn man ihnen gefolgt wäre, hätte man im nächsten Sumpf versinken können. Und was Informationen bezüglich der großen Welt angeht, die gab es überhaupt nicht. Ernsthafte geografische Karten, nach denen man reisen konnte, erschienen ungefähr am Ende des 16. Jahrhunderts. Wie auch bei den literarischen Werken gibt es bei den historischen Karten viele Fälschungen. Zum Beispiel existieren professionell erscheinende Karten des Globus, die zur gleichen Zeit entstanden sein sollen wie die Kinderkritzeleien des 15. Jahrhunderts. Diese Karten sind eindeutig Fälschungen, denn zum angeblichen Ursprungsdatum war der Sextant, der unbedingt nötig ist, um Weltkarten zu erstellen, noch gar nicht erfunden. Dieser wurde nämlich erst 1699 von Isaac Newton erfunden. Alle Weltkarten, die aus der Zeit vor dem 18. Jahrhundert stammen, müssen daher Fälschungen sein. Kasparow drückte es so aus: Wir stellen somit fest, dass es bis 1699 unmöglich war, solche Karten herzustellen. Aber es gibt viele solcher Karten, und eine Unmenge an pseudowissenschaftlicher Forschung basiert auf ihnen. Seien Sie also so freundlich, alle professionellen Karten, die vor der Erfindung des Sextanten durch Newton erstellt wurden, zu verwerfen. Warum benutzen wir Karten des 18. Jahrhunderts? Weil wir genau wissen, welches Wissen die Leute der damaligen Zeit besaßen. Die englischen Schwadronen segelten auf allen Meeren, durchpflügten sogar den offenen Pazifik. Und sie brachten ziemlich genaue Informationen zurück. Wenn Sie also eine Karte, datiert ins 17. Jahrhundert, sehen, auf der der Amazonas korrekt eingezeichnet ist, ist es eine Fälschung. Wenn Sie eine Karte des 18. Jahrhunderts sehen, auf der der Nil bis hoch zum Viktoriasee korrekt gezeichnet ist das auch eine Fälschung, denn die Engländer kamen dort zum ersten Mal 1858 vorbei. Und von solchen Fällen gibt es viele.
Ein weiteres schönes Beispiel ist die Tatsache, dass es in den angeblich so kulturell fortschrittlichen Zivilisationen der antiken Ägypter, Griechen und Römer keine Noten gab. Das muss man sich mal vorstellen, ausgeklügelte Zivilisationen mit den tollsten Ritualen und Theaterproduktionen, aber ohne die Möglichkeit, Musik aufzuzeichnen. Erst in der Renaissance werden Noten erfunden und dann haben wir die gleiche Situation wie bei den Karten. Es findet eine rasante Entwicklung statt und im 17. und 18. Jahrhundert tauchen die großen musikalischen Meisterwerke auf. Die Fälscher der Geschichte erfanden die Antike im 15. und 16. Jahrhundert. Dabei projizierten sie einfach ihren Alltag in die Vergangenheit. Die Änderungen, die sie vornahmen, waren dabei rein quantitativer Natur. Ihnen fehlte die Fantasie eines Jules Verne und so behaupteten sie einfach, dass die antiken Menschen mehr von allem hatten. Aber natürlich gab es keine Innovationen in der Wissenschaft, Waffenkunde oder im Alltagsleben. Die antiken Menschen sollen daher gelebt haben wie die Menschen der frühen Renaissance, nur halt ohne Nahrungsknappheiten, mit riesigen Armeen und reich verzierten Prachtbauten. Als letztes Beispiel soll hier der Ursprung der europäischen Sprachen betrachtet werden. Konträr zur landläufigen Meinung existieren keinerlei Originalmanuskripte in griechischer oder hebräischen Sprache aus der Zeit vor dem 15. Jahrhundert. Und genauso gibt es keine lateinischen Manuskripte, die vor dem 14. Jahrhundert entstanden. Das Lateinische ist eine rein künstliche Sprache, die im 14. Jahrhundert, wahrscheinlich von Stephanus von Parma entwickelt wurde. Auf diese Grundlage aufbauend, begannen sich die literarischen Sprachen Europas im 16. Jahrhundert zu formen. In England waren es die erste vollständige Bibelausgabe 1613 und literarische Werke wie die Arbeiten Shakespeares, die die neue englische Sprache etablierten. Zuvor wurde in England ein Kauderwelsch aus keltischen und angelsächsischen Dialekten gesprochen. Übrigens, der Name Shakespeare ist nur ein Pseudonym, unter dem Francis Bacon und eine Gruppe von Autoren ihre Arbeiten veröffentlichten. Francis Bacon ist eine äußerst interessante Figur. Seine Einflüsse reichen von der Entwicklung der heute gesprochenen englischen Sprache, über die Konzeption Amerikas bis hin zur Geschichtsfälschung. Er war es, der neben Machiavelli und Scaliger den astrologisch basierten Mythos der zyklischen Zivilisation verbreitete. Danach entstehen Zivilisationen, erleben eine Blütezeit, driften dann ins Chaos ab und verschwinden, immer schön nach dem Vorbild des jährlichen Sonnenzyklus. In Deutschland war es Martin Luther, der mit seiner Einheitsbibel die neue, gesamtdeutsche Sprache einführte. In diesem Zusammenhang muss auch die Bücherverbrennung erwähnt werden, die in ganz Europa stattfand. Bücher, die nicht in den neuen Sprachen geschrieben waren oder für die Verschwörer unliebsame Informationen enthielten, wurden zu Tausenden vernichtet. So wurden die heute gesprochenen Sprachen in Europa eingeführt und die Menschen ihrer historischen und kulturellen Wurzeln beraubt. Und zum Abschluss noch ein kurzes Wort zu den angeblich sehr alten und fortschrittlichen Zivilisationen der Chinesen, Inder, Azteken, Inkas, Mayas und so weiter. Die Geschichtskritiker Igor Dawydenko und Jaroslav Kessler meinen dazu. Und die Geschichte der Zivilisation in Beziehung zum abgelegenen Japan, China und Indien vor dem 19. Jahrhundert, genauso wie zu allen ausgestorbenen Zivilisationen stellt sich als komplette Fiktion des 18. bis 20. Jahrhunderts heraus. So wurde die weltberühmte chinesische Mauer zum Beispiel größtenteils im Zuge der kommunistischen Revolution nach 1950 erbaut. Natürlich gab es kleinere Schutzwälle hier und da, aber die Idee einer riesigen Mauer zum Schutz vor Eindringlingen ist absurd. Niemals könnte eine solche Mauer den konzentrierten Ansturm eines Feindes an irgendeiner ihrer Stellen überstehen. Es ist eine verrückte, unrealistische Idee aus den Federn von Geschichtsschreibern, die hinter ihren Schreibtischen hocken. Fassen wir zusammen. Ab dem 11. Jahrhundert begann eine kleine Gruppe von Astrologen, im damaligen Ägypten Tempel zu errichten, die auf der Erde die beobachtete Ordnung des Himmels widerspiegeln sollten. Der Glaube an das Prinzip, wie im Himmel, so auf Erden, gelangte durch die Schifffahrt nach Europa, wo er erst so richtig florierte. Die Verschwörer begannen damit, eine lange Geschichte der Menschheit und Religionen zu erfinden. Grundlage waren die willkürlich bestimmten Sternzeichen und der scheinbare Lauf der Sonne am irdischen Himmel. Der grob berechnete Beginn des astrologischen Zeitalters der Fische wurde als Beginn der neuen Zeitrechnung gesetzt.
Die Verschwörer projizierten daraufhin ihren Alltag in die neu erstellte Vergangenheit, um die leeren Jahrtausende, in denen es keine Geschichtsschreibung gab, mit Ereignissen zu füllen. Mit dem technischen Fortschritt wurden nun zum ersten Mal echte, nicht nur ausgedachte Reiche möglich. Vor dem 16. Jahrhundert gab es in Europa und dem Rest der Welt keine Nationen oder Königreiche, einfach, weil die notwendigen Karten und Mittel der Kommunikation fehlten. Erst im Zuge der Entwicklung der Zivilisation entstanden die getrennten Nationalstaaten und Sprachen der Welt. Die Astrologen waren immer mehr imstande, die halluzinierten Anweisungen ihres Gottes in die Realität umzusetzen. Zum ersten Mal gab es große Schlachten und Kriege zwischen den neuen Völkern, die den Verschwörern als Menschenopfer dienten. Neben den religiösen Führern im Vatikan, in den jüdischen Ghettos und der islamischen Welt und den weltlichen Marionetten des Adels, erschufen und kontrollierten sie Geheimgesellschaften, aus denen sie hilfreiche Handlanger rekrutierten. Das Ziel der astrologischen Verschwörung ist ein einziges Weltreich unter Vorsitz der Astrologen, ein Weltreich, das durch die technischen Möglichkeiten des frühen 21. Jahrhunderts überhaupt erst möglich wird. Was in den nächsten Jahrzehnten entstehen soll, ist ein Reich auf Erden, wie die Astrologen es seit nunmehr knapp 1000 Jahren am Himmel zu beobachten glauben.